Willkommen zurück bei Laura und Mariano. In der letzten Episode haben wir euch erzählt, warum wir von Nepal etwas enttäuscht sind, waren in Kathmandu unterwegs und haben euch den lustigen Campingplatz gezeigt, wo wir jetzt mehr oder weniger etwas festhängen. Mit unseren Plänen für die Zukunft und dem Campingplatz geht es jetzt weiter. Und dann noch zum Klatsch und Tratsch Campingplatz Gossip. Nee, Spaß. Aber worüber wirklich alle reden, ist, wo fährt man als nächstes hin? Und wie kommt man da überhaupt hin? Wir sind jetzt in Nepal und wie viele würden wir gerne in die Stan-Länder, Tadschikistan, Kirgisistan, Usbekistan und so weiter, also für den Sommer, weil das ist ja nochmal eine ganz krasse Landschaft und wir stellen uns da so sehr große, leere, weite Landschaft vor. Bisschen genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt hier die ganze Zeit hatten. Aber wie zur Hölle kommt man da hin? Man könnte halt von Nepal aus schon durch China fahren, dann macht man so eine Tour durch Tibet, aber alles durch China ist sehr aufwendig und sehr, sehr teuer, weil man da wenn man mit dem Auto fährt, nur mit dem Guide durchkommt, also so eine gebuchte Tour machen muss. Und das kostet mindestens 250 € pro Tag und man braucht mehrere Tage. Das kürzeste, was man machen kann, ist vom Norden von Pakistan bis nach Kirgisistan. Das sind dann immer noch 4 Tage, weil man auch so Sachen machen muss wie, man braucht dann ein chinesisches Nummernschild, man braucht dann irgendwie einen provisorischen chinesischen Führerschein. Irgendwie das Auto wird beim Zoll die erste Nacht gelassen, man schläft dann im Hotel. Man darf angeblich irgendwie keine gefüllten Gasflaschen mitnehmen, keine Messer, die länger sind als 15 cm. Also es ist echt die absurdeste Reise, die man machen kann, die wir vielleicht auch machen werden, wissen wir noch nicht genau, weil es auch übelst teuer ist. Für diese 4 Tage Transit zahlt man dann so locker 1.500 € für uns zwei in dem Auto. Man kann auch mehrere Autos zusammen als Gruppe fahren. Also wir wären dann jetzt vielleicht so 3 Autos. Dann ist es ein bisschen günstiger, als wenn es nur ein Auto ist. Aber es ist nicht so, dass es so einen festen Preis gibt und dann teilt man das durch die ganzen Autos, die man ist. Nee, das staffelt sich dann natürlich ein bisschen. Also es wird dann nur so ein paar 100 € weniger und nicht sehr viel. Andere Möglichkeit wäre halt irgendwie wieder durch Pakistan die Polizeieskorte machen, durch den Iran und dann durch Turkmenistan. Aber durch Turkmenistan ist genau das Gleiche, richtig schwer. Es gibt wohl oder gab ein Transitvisa für 5 Tage, das ist recht billig. Aber da war so 50-50 Chance, ob man das bekommt. Und es gibt nicht so wirklich Anhaltspunkte, woran es liegt, wenn man das nicht bekommt. Aber das gibt es wohl momentan nicht. Und da kommt man dann auch nur mit irgendwie einer gebuchten Tour rein. Man muss extra fürs Auto zahlen. Und das richtig Lustige ist, da dürfen eigentlich auch nur helle oder weiße Autos rein, weil der Präsident hatte mal einen Albtraum, dass er von einem dunklen Fahrzeug überfahren wurde oder so. Deswegen sind dort dunkle Autos verboten. Und man muss auch sein Auto waschen, bevor man reinkommt. Also es muss ganz sauber sein. Naja, aber das ist ja erstmal egal. Aber trotzdem ist das auch super teuer, da durchzufahren, um dann irgendwie nach Usbekistan zu kommen. Naja, und darüber debattieren wir immer mit allen seit Wochen, Monaten. Wie kommt man irgendwo hin und für was für einen Preis? Weil ja, wie gesagt, es ist einfach in dieser Ecke der Welt richtig teuer. Jetzt haben wir das Indien-Visa wieder beantragt, wieder 100 € pro Person. Pakistan-Visa, wieder 100 € pro Person. Und das läppert sich dann ganz schön. Tja, also es ist nicht so einfach und man fühlt sich auch so ein bisschen in der Sackgasse festgesteckt. Man weiß nicht so richtig, wie man weiterkommt und wohin. Ja, und wie gesagt, für was für einen Preis. Ja, hab ich mir gedacht. 5 Fahrzeuge. Wir sind ja jetzt 5 5 dann. Fahrzeuge, 18 Tage durch Tibet. Ja, wir wollten immer durch Tibet, aber es wollte niemand im Mai fahren. Hä, doch? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann mir das nicht leisten, aber ich habe die Preise hier noch nicht so ganz verstanden, weil der hat mir jetzt nochmal ganz komisch andere Sachen geschickt als alles, Ja, was... bei 5 Autos. Geil. Wir sind in Nepal und wir haben Brezeln. Nach über 2 Jahren oder so haben wir mal wieder Laugenbrezeln, weil es hier so ein... Wie sieht die denn aus? Was ist das denn? Fällt aus Nepal. Aber weil wir auf so einem Markt waren, wo es so ganz viel europäisches Zeug gibt, auch so Sauerteigbrot und generell sehr tolle Sachen. Da waren wir alle vorhin und tja, dann konnte ich nicht an den Brezeln vorbeigehen. Weil ganz ehrlich, nach all so einer Zeit ist es sowas echt Besonderes und Schönes, sowas Gewohntes zu essen. Ja, Dann haben wir noch Hummus gekauft. geil. Träumchen. Und die wilden Debatten, wo wir alle hinfahren, gehen weiter. Wir hatten uns ja eigentlich gestern alle dazu entschieden, also für einen Plan entschieden und jetzt wird schon wieder alles umgeworfen. So ist das. Jeden Tag was Neues. Fahren wir nach Tibet, fahren wir nach China, fahren wir nach, keine Ahnung wo, in Pakistan. Wie viel kostet das? 2.000 €, 3.000 €? Aber es ist ja auch alles so eine
einmal im Leben Geschichte, deswegen muss man da auch ganz schön abwägen. So, wir machen jetzt hier Pro- und Kontralisten. Mal wieder, welchen Weg wir jetzt nehmen, weil es jetzt die Option gibt, von Nepal durch China nach Kirgisistan zu fahren. Weil wir jetzt 5 Autos sind, ist es preislich immer noch viel zu viel eigentlich, aber es geht halt auch aus einer 18-Tage-Tour und man würde halt richtig viel sehen, auch Tibet und so weiter, und es wäre halt direkt von hier. Sprich, wir müssten jetzt uns nicht mehr darüber beratschlagen oder Sorgen machen, ob wir dieses Indien-Visum kriegen. Wir müssten nicht nochmal nach Indien, weil der andere Weg wäre wieder nach Indien, dann nach Pakistan und dann von da aus durch China nach Kirgisistan. Oh ja, und jetzt gucken wir irgendwie, wie wir das machen wollen, was wir bereit sind auszugeben, was Pro und Cons sind. Mal sehen. Noch ist keine Entscheidung getroffen. Wir holen jetzt mal neues Wasser hier bei einem Shop und wollten euch noch erzählen, dass wir uns jetzt entschieden haben, nicht nach Tibet zu fahren oder über Tibet in die Stan-Länder zu fahren, weil zum einen das Ganze halt viel zu teuer wäre, aber selbst wenn wir das hinkriegen würden, ist es nun mal so, dass tibetische Menschen ja von der chinesischen Regierung vertrieben wurden und wir das nicht so wirklich, also es ist schon schlimm genug, dass wir wahrscheinlich irgendwie durch China müssen oder wollen, aber dann quasi mit Natur dorthin zu fahren, um sich das anzugucken, touristisch, aber die Tibeter sind gar nicht mehr richtig da, scheint uns irgendwie nicht so unterstützenswert und logisch. Stattdessen wollen wir halt uns auch noch viel mehr Zeit in Ladakh, im Norden Indiens und im Norden Pakistans nehmen. Und im Norden von Indien wohnt ja jetzt der Dalai Lama und da sind die ganzen vertriebenen Tibeter. Das heißt, wir wollen viel lieber dahin fahren und dort diese Kultur kennenlernen und werden das machen. Zum anderen wäre es auch einfach viel zu viel Gefahr gewesen und wir haben ja immer gesagt, wir wollen weniger fahren und deswegen entschleunigen wir das alles. Ja, jetzt haben wir wieder Wasser für ein paar Tage zum Trinken. Da ist ja auch ein bisschen bescheuert, wenn wir wir fahren in den Norden von Indien, da wo die Tibeter im Exil leben und der Dalai Lama, wir fahren nach Tibet, wo die alle vertrieben wurden, man noch nicht mal den Dalai Lama nennen darf. Das macht ja gar keinen Sinn. Und ich habe mir auch diesen Plan angeguckt. Man fährt halt erstmal über die Grenze und dann macht man das Ganze mit chinesischen Führerscheinen, Nummernschilder und so weiter, fährt nach Lhasa in die Hauptstadt. Und dann macht man halt echt diesen mega langen Transit, 9 Tage lang, 3000 Kilometer fahren. Und das schaffen wir einfach nicht mit unserem Auto, weil es halt einfach viel zu anstrengend zu fahren. Und das wäre ja so wie die Polizeieskorte in Pakistan, nur halt mehr als doppelt so lang oder 3-mal so lang. Also, und dann zahlt man dafür auch noch Geld. Das ergibt einfach keinen Sinn, dass wir das machen. Und am Ende wären das halt irgendwie so 3.500 Euro die Tour über Tibet bis nach Kirgisistan. Und von Pakistan aus wären es halt 2.000 Euro wahrscheinlich. Jetzt können wir auch hier unsere Pumpe benutzen, die wir uns ja schon in Pakistan gekauft haben für Indien. Da haben wir das nie benutzt, weil wir haben diese Kanister eigentlich nie gefunden, so richtig, irgendwann dann mal. Und am Ende haben wir dann halt auch überall immer Wasser gefunden. Aber hier soll das Wasser halt auch echt nicht so gut sein. Deswegen benutzen alle hier dieses. Und das ist ganz simpel. Super gut schmeckt das auch nicht, weil es halt nur so gefiltertes Wasser und es ist jetzt auch nicht tolles Quellwasser. Naja. Also dieses Thema, wie es weitergeht, beschäftigt uns einfach jeden Tag aufs Neue. Die da hinten führen jetzt auch nochmal die Diskussion, ob sie nicht doch zusammen über Tibet fahren mit noch anderen. Also es ist einfach, vielleicht waren wir alle ein bisschen naiv, als wir hier hingefahren sind und dachten so, ach, irgendwie ein einfacher Weg wird sich schon ergeben. Aber wir müssen uns alle mal entscheiden und dabei bleiben, weil jetzt ist es so, man denkt, man hat eine Entscheidung getroffen und dann am nächsten Tag diskutiert man es nochmal neu und deswegen sind wir alle irgendwie gestresst. Ja, weil was man am Ende dann so alles in Tibet sieht, ist halt auch nicht so viel, halt so die Hauptstadt. Und dann fährt man halt ganz lange durch diese leere Hochebene. Aber das alles und diese Berglandschaft können wir auch alles in Ladakh im Norden von Indien sehen. Für sehr viel weniger Geld und ohne Stress. Also dann können wir uns halt auch mal irgendwo ein paar Tage hinstellen und da bleiben, das alles da genießen, wandern gehen und so. Und das könnte man da halt nicht, weil man halt wirklich diesen Zeitplan hat mit dieser Reiseagentur und wirklich jeden Tag ganze Zeit fahren muss und man kann nicht einfach irgendwo mal einen Tag stehen bleiben, wenn man das möchte. So, es ist jetzt ungefähr 6 Uhr und wir machen uns jetzt auf den Weg
zum Service Center der chinesischen Botschaft oder zu der Agentur, weil die chinesische Botschaft macht das auch nicht selbst mit ihrem Visum, und geben da mal unsere Dokumente ab und sind gespannt, was die sagen, wie lange das dauern wird und wie lange wir noch in Kathmandu abhängen, um auf irgendwelche Visa zu warten. Nach langem Hin und Her mit anderen Reisenden haben wir uns jetzt erstmal dazu entschieden, in 2 Monaten dann von Pakistan aus über China nach Kirgisistan zu fahren. Und das geht ja nur mit so einer gebuchten Tour. Da sind wir schon die ganze Zeit mit Mr. Bing in Kontakt und der hat uns jetzt alle Formulare und Hotelbuchungen und sowas alles geschickt für den Visa-Antrag. Da muss man auch echt alles eintragen. Das haben wir gestern Abend noch schnell gemacht, damit wir heute vor dem Wochenende noch einen Termin bekommen, um das abzugeben, weil sonst müssen wir noch mal länger warten. Und in einer Woche läuft auch unser Nepal-Visum aus. Ja, wahrscheinlich wird das nichts, dass das jetzt rechtzeitig fertig ist, aber ja, hoffen wir mal irgendwie, dass wir hier nicht zu lange bleiben müssen. Weil sonst warten wir einfach im Nepal die ganze Zeit nur auf irgendwelche Visa und sehen nichts von den Bergen. Gefühlt haben wir uns auch echt so eine Region ausgesucht, wo das jetzt im Moment so mit am schwierigsten ist. Ich glaube, irgendwie auf dem afrikanischen Kontinent ist es manchmal doch schwierig, aber diese Region halt auch. Und so Südamerika oder so wäre halt einfach viel entspannter. Weil jetzt halt, oder auch wegen Covid, ne? Das sind halt auch die Nachwirkungen von Covid, dass die jetzt so langsam erst ihre Grenzen aufmachen. Aber dass das Indien-Visum so lange dauert, über Land, ist, glaube ich, immer so. Eigentlich haben wir erst um 9 Uhr den Termin, aber wir müssen auch noch ganz viele Dokumente ausdrucken. Wir fahren halt jetzt einfach jetzt schon, weil jetzt der Verkehr fast nicht vorhanden. Also jetzt kommen wir da bestimmt sehr viel besser durch. Wir fahren selber, weil erstens das Taxifahren richtig teuer hier in Kathmandu und wir müssen auch noch unsere Gasflasche auffüllen. Nach ein bisschen über 4 Monaten ist sie jetzt mal alle. Zuletzt haben wir die im Iran aufgefüllt und das ist ja schon ewig her. Ja, und hier ist sonst immer richtig Stau. Downtown Kathmandu um 6 Uhr morgens. Und die Luft ist echt nicht so gut. Wir sind schon wieder hier am Husten. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier noch länger warten müssen, dann müssen wir mal irgendwie aus dieser Stadt rauskommen. Ja, sowieso. Wir haben eine Straße mit Copyshops gefunden. Hier ist so wahrscheinlich die Uni-Gegend. Die meisten haben noch zu, aber Laura ist jetzt in einen mal reingegangen. Der konnte jetzt nur kopieren und nicht den USB-Stick benutzen. Also bei so einem Fail. Oh Mist. Ich kann nochmal weiterfahren und gucken, schon was offen hat. Also zu den Dingen, die wir wünschten, die wir hätten, gehört auf jeden Fall ein Drucker. Also ja, es gibt immer überall Shops und so, aber es ist natürlich einfacher, wenn man das dann selber dann quasi im Van alles vorbereiten kann, um dann morgens um 9 dann bei irgendeiner Visa-Agentur zu sein oder so. So, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt einen Haufen Dokumente. Ja, das ist jetzt halt, der hat uns jetzt von dieser Agentur Flugtickets geschickt, eine ganze Liste von wann wir an welchem Tag in welchem Hotel sind und so, weil um mit dem Van nach China zu fahren und das Visum zu kriegen, muss man so tun, als würde man ins Land fliegen. Das ist auch einfacher, ne? Ja, was auch ein bisschen absurd ist, aber deswegen haben wir jetzt hier so eine ganze Liste, was wir alles auf unserer tollen China-Tour machen werden. Und dass wir halt von Nepal Kathmandu dahin fliegen und dann von China zurück nach Bangkok fliegen. Steht auf dem Flug. Toll, da freue ich mich ja. Ja, das wird super. Wir haben es jetzt geschafft zu der Shopping Mall, in der diese Agentur für das Visa ist. Und eben gerade, dann hat der Parkwächter uns unser Parkticket gegeben. Und hier, wenn man jemandem Geld gibt oder so, dann macht man das nicht so, sondern man macht irgendwie noch die linke Hand an den Ellenbogen oder so. Wir müssen noch mal recherchieren, warum. Na, ich habe das mal gelesen, die linke Hand gilt hier auch als schmutzig. Ja, aber wieso fässt man sich an den Ellenbogen? Also, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Nicht ständig, immer. Immer wenn jemand das Rückgeld gibt, dann macht man so. Ach so. Ja. Keine Ahnung. Traditionelle Bräuche. Ja, und Laura hat immer das Problem hier als Linkshänderin. Ja, und dann will ich immer Geld mit der linken geben und dann hatte ich aber auch schon so ein paar Situationen, wo Leute so waren. Und in der nächsten Folge.
Also wir sind zurück. So, das kommt dann auch noch dazu. Zum ganzen Stress des Reisens. Also, es bleibt spannend bei uns. Abonniert unseren Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Namaste.